Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Lavendeldüfte. Lavendeldüfte gibt es in unterschiedlichen Facetten. Lavendeldüfte gibt es in dreckig, Lavendeldüfte gibt es in clean, in klassisch, in modern. Alles Mögliche und alle werden in diesem Video jetzt heute stattfinden. Ich liebe Lavendel in letzter Zeit, beziehungsweise ich fand Lavendel früher irgendwie blöd und mittlerweile ist es schon eine sehr prominente Note in meiner Sammlung geworden. So schlimm, dass ich schon mich von einigen Lavendeldüften auch in diesem Video schon getrennt habe, weil ich mir dachte, also eigentlich brauche ich den nicht mehr. Ich habe so viele andere, die ähnlich sind. Egal. Ich zeige trotzdem jetzt mal alle diese, auch darunter Düfte, die ich schon aussortiert habe, weil vielleicht ist das halt genau der eine Lavendelduft für dich, weil nicht jeder ist halt so ein Freak und hat irgendwie 200 Düfte zu Hause rumstehen. Dementsprechend, ja, ich bin übrigens der Richie, du bist hier bei Riot Sense. Hier geht es um Düfte, die es nicht an jeder Ecke gibt, die nicht ständig besprochen werden, die nicht so im Hype sind. Wo es einfach meiner Meinung nach, diese Düfte haben nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ihnen eigentlich zustehen sollte, müsste, wie auch immer. Wenn so Content spannend für dich klingt, dann lass doch ein Abo da. Gerne Daumen nach oben und einen Kommentar drunter, was du als nächstes sehen möchtest. Dann mache ich halt auch Content für Sachen, die euch denn auch faktisch interessieren, weil nur so kann ich besser werden und mehr Sachen machen, die euch denn tatsächlich interessieren, wenn ich das dann auch tatsächlich weiß. Wir starten einfach mal mit frischen Lavendeldüften, weil ja gut, der Sommer kommt jetzt demnächst. Und warum dann nicht einfach direkt mit so Easy Grab Lavendeldüften starten? Einer, der super schön fruchtig ist, der geht gut im Sommer, der geht gut auch im Frühling, aber eigentlich auch das ganze Jahr, der kommt ganz gut an, ist der Zoologist Dodo Jackfruit. Du hast hier eine Fruchtigkeit mit drin, aber nichtsdestotrotz ist dieser Duft einfach ein klarer Lavendelduft. Es geht schon fast in so eine Fougère-Richtung, also dieses klassische, aber sehr modern umgesetzt. Eben mit dieser Fruchtigkeit dahinter, aber der Lavendel steht in diesem Duft klar im Vordergrund. Super schön gearbeiteter Duft. Du hast eine Spritzigkeit mit drin am Start von was Zitrischem plus halt einfach diese Jackfruit. Wie auch immer Jackfruit als solches riecht, ich habe erst gedacht, das wäre eine Durian, ist aber gar keine Durian, ist was anderes. Wird viel in der veganen Küche verwendet, aber ja, es hat so ein bisschen was, der Duft hat so ein bisschen was von mehreren fleischigen Früchten gemeinschaftlich. Du hast so ein bisschen was von, du hast eine Bitterkeit, du hast aber auch so was fleischig-saftiges, ein bisschen Maracuja, ein bisschen Mango, ein bisschen Papaya, irgendwie so all das so zusammengewirkt, aber nicht zu süß, sondern eher ein bisschen herbharzig. Geil gelöst, schöner Duft, gerade für Leute, die mit der Lavendel sich vielleicht auch noch so ein bisschen schwer tun, weil hier eben so viel drumherum passiert. Ein anderer sehr klassischer Lavendelduft, der aber auch wirklich nur Lavendel eigentlich ist, ist von Rania J, der Lavende 44. Wenn ich jetzt Französisch könnte, ne? Gott würde mir das in diesem Hobby weiterhelfen. Kann ich aber nicht. Dementsprechend butschere ich das hier so vor mich hin. Sehr, 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 sehr krasser Lavendelduft. Du hast hier wirklich lavendelvolle Breitseite in der floralen, aromatischen Variante. Ich werde von dem relativ ordentlich duftblind, nehme den nach einer Zeit nicht mehr so wahr, aber es ist schon wirklich ein außergewöhnlicher Lavendelduft. Wenn du halt wirklich so puren Lavendel magst, musst du den mal testen und die Rania J Sachen sind jetzt halt auch wahrlich nicht teuer für eine super gute Qualität mit 100 Naturals. Also, da definitiv mal die Nase dran, wenn du nach einem wirklich krassen, erfrischenden Lavendelduft suchst. Ein anderer, auch fruchtiger Lavendelduft ist der La Chambre von Collect. Das ist, glaube ich, ein schwedisches oder irgend so 'n nordisches Dufthaus. Da habe ich mir den Flakon ertauscht, aber ja, war mir dann doch zu süß, weil da ist richtig viel Osmanthus drin. Und Osmanthus hat ja oft dieses Pfirsichartige, Nektarinenartige. Und das war mir irgendwie too much. Und trotz allem war das ein richtig schöner Duft, der Lavendel sehr präsent, absolut unisex. Gerade durch diese Osmanthus Fruity Floral Geschichte, die sehr schön mit dem Lavendel harmoniert hat, mit dieser Kräutrigkeit, diesem irgendwie herben, richtig schöner Duft.
tatsächlich ein bisschen teuer. Ähm, Gibt es hier und da mittlerweile auch in Deutschland zu kaufen. Müsst ihr mal gucken. In ausgewählten Fachhandlungen sollte es den mittlerweile geben. Ja, also der war ganz schön. Ich kenne viele Leute, die den sehr, sehr mögen. Grüße hier an Gina. Mir war er ein bisschen zu fruchtig, als dass ich ihn tragen könnte. Und dadurch ist er so leicht in dieses, ich glaube, der hatte auch noch Jasmin drinne. Dadurch ist er so leicht in so einen mir zu femininen Touch. Also das habe ich einfach nicht an mir gesehen. Ne, nix gegen feminine Düfte. Tragt, worauf auch immer ihr Bock habt. Und irgendwie ist es richtig männlich, als Mann weiße florale Düfte zu tragen. Also ich finde, das zeugt dann schon von eigener Überzeugung und Selbstvertrauen und so, dass man jetzt nicht machen muss, ich trage jetzt hier nur Leder und Bad Boy. Trotz allem, zu mir hat er nicht so gepasst. Fougères arbeiten ja gerne mit Lavendel und ein komplett auf den Kopf gestellter Fougère ist der Atheneum von Ihrem Studio. Der ist in seiner Grundstruktur halt schon irgendwie ein Fougère, hat auch eine prägnante Lavendelnote mit drinne, aber da ist halt total viel los. Der ist super spannend. Sowas hast du irgendwie noch nicht gerochen, ist crazy in vielerlei Nuancen in dem Duft, ist aber nicht zu crazy. Also der ist immer noch sehr nahbar und nur bei richtig nahem Rankommen merkst du, wie speziell dieser Duft ist. Das heißt, du als Träger checkst, was für ein besonderes Schätzchen du trägst, aber du gehst deiner Umwelt damit nicht auf den Sack. Und das finde ich eigentlich ist immer eine geile Geschichte. Das kann halt auch nicht jede Brand. Ne? Also ne? Manches riecht halt auch einfach nach Klopapier und Plastiktüte. Und das auch für die Mitmenschen. Hier bist du so ein bisschen special für dich selber. Weil gerade dieses Bienenwachs und die Tinte in diesem Duft, die geben nochmal sowas, so andere Texturen mit, die du in so einem Duft normalerweise nicht gewohnt wärst. Sehr, sehr spannend. Kann ich daher jedem nur empfehlen und kostet, glaube ich, mein letzter Stand war unter 100 €, aber den Preis blende ich wie immer ja hier unten ein. Wir bleiben ein bisschen außergewöhnlich und wenn du in letzter Zeit viele Videos von mir geguckt hast, habe ich auch schon richtig oft über diesen Duft geredet. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich den schon wieder erwähnen muss, aber Grimoire von Anatole Le Breton ist ein unwahrscheinlich schöner Duft und der arbeitet halt richtig viel mit Lavendel, ist aber so gar nicht so ein klassischer Lavendelduft. Du hast hier halt wirklich Weihrauch in Verbindung mit Lavendel, mit anderen Kräutern, mit noch Kreuzkümmel mit dabei. Du hast sowas angenehm Schwitziges mit so einem leichten Leder und irgendwie Papier. Ich sage immer, das riecht wie so ein Mönch, der über so einem alten Zauberbuch hängt und hinten wird so ein Kräutersud gekocht. Und in dem Kräutersud ist jede Menge Lavendel drin. Ich musste den jetzt hier einfach mit reinbringen. Erstens, weil ich diesen Duft liebe und erst Ruhe gebe, über diesen Duft zu reden, wenn den einfach jeder mal gerochen hat. Und dann schlussendlich wahrscheinlich sich auch jeder Mann dann irgendwie selber in die Sammlung gestellt hat, weil der ist wirklich toll. Aber ach ja, einfach toller Lavendel. Ganz anders gemacht als alle bisherigen hier in dieser Liste. Und ja, daher umso spannender. Du hast hier halt wirklich prominent Weihrauch auch mit drinne. Wenn du Weihrauch halt nicht leiden kannst, ist es kein Duft für dich. Aber als Weihrauch- und Lavendel-Fan kann ich dir den Grimoire wirklich nur erschwert ans Herz legen. Dann kommen wir jetzt mal zu opulenten Lavendeldüften und ich finde, ein richtig krass opulenter Duft ist der Yunon von Sassoir. Der ist dunkel, der hat fast was von Oud, obwohl der keinen Oud gelistet hat. Du hast hier jede Menge Rose drinne, der ist richtig dicht, opulent, hast aber noch mit dem Lavendel so eine gewisse kräuterige und auch in dem Zusammenhang finde ich Maskulinität mit drinne. Das ist ein Duft, der, glaube ich, relativ unterm Radar läuft bei vielen. Vielleicht da wirklich noch mal mit einer frischen Nase, mit einer neuen Idee einfach rangehen. Sasva allgemein eigentlich ganz coole Brand aus Indien für absolut bezahlbare Preise, also unter 200 €. Die 100 Milliliter fliegen aber aktuell immer aus immer mehr Parfümerien raus. Kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Da sind wirklich ein paar schöne Düfte dabei, unter anderem halt einfach der. Aber da musst du schon auf Blüten stehen und der ist halt schon special. Der hat auch sowas Vintage-artiges. Also der ist jetzt nicht modern oder sowas. Und der ist halt schon wirklich eine Ansage und eine Macht. Ja, aber definitiv ein sehr, sehr cooler Duft
und auch wieder hier eine ganz andere Lavendelspielart. Ein anderer sehr klassischer, gut angezogener, irgendwie maskuliner Lavendel ist der Nocturnal Immortal von Assmann. Ich habe über Assmann auch schon mal hier irgendwo eine Haustour gemacht. Unbedingt angucken. Richtig, richtig coole Brand. Der Nocturnal Immortal ist auf jeden Fall der neueste und der spielt halt sehr stark mit Immortelle, Lavendel und Rose und macht das so enorm schön, klassisch, würzig, maskulin in einer sehr besonderen und schönen Art. Es riecht fast ein bisschen nach getrocknetem Heu, nach so Spätsommer in der Provence mit diesen crispy Lavendelfeldern. Also wirklich, wirklich außergewöhnlich toller Duft. Den sehe ich bei Männern eher als bei Frauen tatsächlich, aber damit kannst du halt auch richtig Eindruck schinden. Der riecht so teuer, der riecht so elegant, ohne dass der jetzt so aufgesetzt und ja, dieses neumodische Old Money von Zara gekauft. Ne, das hast du da gar nicht. Der riecht einfach hochwertig und besonders und unterstreicht voll geil deinen Stil, wenn du eben Stil hast. Bevor wir in die richtig dreckigen Lavendeldüfte gehen, hier noch ein kurzer Einschub für einen sehr besonderen Lavendelduft, und zwar den Ramanis Ravage von Nibiru Parfüms. Habe ich an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch schon drüber geredet, ist einer der 4 Reiter der Apokalypse, so hieß die Kollektion. Und du hast hier Ambergris zusammen mit Lavendel und noch vielen anderen Noten. Der ist relativ dunkel, der fängt sehr brachial und brutal schon an und entwickelt sich dann aber immer mehr zu so einem richtig, ja, wie soll ich sagen, ohne dass das Menschen falsch interpretieren, in so einen Dominanz ausstrahlenden Duft. Ne? So John Wick könnte den voll gut tragen, wenn er irgendwie in seinem schwarzen Anzug an der Bar sitzt und kurz davor ist, irgendwelche Mafia-Bosse im Hinterzimmer zu vermöbeln. Der hat schon eine gewisse Dunkelheit auf jeden Fall mit drinne. Den kann auch nicht jeder tragen. Der ist sehr außergewöhnlich. Ich glaube, es gibt noch 1, 2 vereinzelte Flaschen zu kaufen. Weiß ich gar nicht. Ansonsten habe ich jetzt halt über einen ausverkauften Duft geredet. Das kommt bei mir hin und wieder halt nun mal einfach vor. Aber also gerade der Lavendel in dem Duft, richtig, richtig geil. Für meine Verhältnisse oder für meine Interpretation wirklich sehr auf der maskulinen Seite. Aber ja, richtig geil. Und gerade dieses Opening mit dem Ambergris und dieser Dunkelheit, die einen schon kurz davor ist zu erdrücken und dann geht dieser Duft aber so geil auf. Einfach absolut genialer Duft da von den Bioparfüms. So, und dann gehen wir zu meiner eigentlichen heimlichen Lieblingskategorie und das ist dreckig animalischer Lavendel. Davon habe ich tatsächlich ein paar. Ich will dich jetzt hier damit aber auch nicht zu sehr belabern, weil ich weiß, viele Leute finden das vielleicht gar nicht so toll. Ja, mir egal, ich rede jetzt da trotzdem drüber. Wir fangen an mit dem Fantôme de la Nuit von Prin. Du hast hier so Prin-typisch Ziegenhaar-Tinktur, Pilze und Lavendel drin. Auch ein bisschen Pilze, andere Gewürze. Der ist super überwürzt, ein bisschen animalisch, sehr besonders und der entwickelt sich einfach geil auf der Haut und der entwickelt sich auch richtig geil im Sommer auf warmer Haut. Diese, diese Wärme bringt ganz neue Facetten aus dem Duft hervor. Das ist definitiv ein Duft, den nicht jeder tragen kann, den auch nicht jeder. Es ist kein Crowdpleaser, auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht mein zweiter Nischenduft, wird der hier. Das auf gar keinen Fall. Aber so richtig einsteigerfreundliche Düfte mache ich ja eher selten. Und wenn, sage ich es dazu, also der Atheneum, das wäre so ein Einsteiger-Nischenduft, der auch schon sehr besonders ist. Aber der hier ist schon ein bisschen acquired taste. Aber sehr, sehr geil umgesetzt. Dieses Ziegenhaar, was ich bei Prin ja allgemein mag. Ich muss dringend mal so eine Prin-Tour machen mit geilen Düften von Prin, die du unbedingt testen musst. Da gehört der hier auf jeden Fall dazu. Aromatisch, kräuterig, eine andere Art von Lavendel. Ist jetzt kein klassischer gepflegter Herrenduft, sondern so ein bisschen dreckiger.
Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde mich total freuen, wenn du das Ganze mit einem Daumen nach oben vielleicht wertschätzen würdest. Ansonsten Kritik und Anregungen gerne runter in die Kommentare. So, und dann machen wir jetzt hier noch 2 in einem quasi, weil der Mem von Vogue ist so das Sinnbild für einen gezuckerten, dreckigen Lavendel. Ich finde den sehr toll. Ich habe den letztens erst wieder getragen. Du hast so eine umhüllende Wärme mit dabei, aber es ist trotzdem so ein bisschen menschlich. Es ist ein bisschen verrucht, ein bisschen dreckig. Das ist so auf den ersten Blick merkst du dieses Gezuckerte und den Lavendel und das ist alles so ein bisschen ja, auf den ersten Riecher ist der ganz nett so und wenn du dich mehr damit beschäftigst, dann ne, dieses Eisberg-Meme, ne? Du siehst halt nur so viel und wenn du dich damit beschäftigst, stellst du fest, was da für eine Riesendimension unten drunter noch ist und das macht den halt einfach sehr besonders und sehr, sehr cool. Da wir schon über 11 Düfte in diesem Video reden, hier jetzt noch der 12., aber auch nur ganz kurz angeschnitten, der Unum Taman von Nishane aus der Experimental Line gemacht von Miguel Matos. Auch absolutes Gedicht. Aber du musst ja auch wirklich wieder auf diesen dreckigen Lavendel stehen. Da ist richtig viel los, da ist richtig Attacke. Aber so gut, auch jede Menge Kreuzkümmel natürlich mal wieder damit drin, aber verbunden mit diesem Lavendel, dass du, ja, es hat sowas von nuttigen Banker. Das ist so vielleicht die passendste Beschreibung. Ja, nuttiger Banker finde ich irgendwie ganz geil. Die Aromatik ist auf jeden Fall da, aber es ist noch so viel für andere Leute oder für viele Leute bestimmt störende Animalik mit hinten dran. Auch wahrscheinlich ein bisschen Bibergeil oder sowas. Ich habe die Noten jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich habe nicht nachgeguckt. Klebt auch schon. Also ja, der ist sehr toll. Der ist aber halt auch wirklich hier wieder Acquired Taste. Also die letzten 3 mit Vorsicht zu genießen, wenn du noch nicht ganz so tief in der Nische drin bist. Aber wenn du dich was wagen möchtest, unbedingt mal abchecken. Ja, und ansonsten schreib mir doch mal deine Lieblingsduftnote, wo du gerne hier so eine Auflistung der besten Düfte gerne hättest, runter in die Kommentare. Dann kann ich da mal vielleicht dran arbeiten. Und ansonsten sehen wir uns einfach nächsten Donnerstag wieder. Oh, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.